Mein Name ist Ronald Müller. Ich bin bei der Almes GmbH Leiter der Kundenserviceabteilung. An uns werden häufig Fragen gestellt bezüglich der Dimensionierung von Wärmezählern. Was ist dabei zu beachten? Ich möchte Ihnen dazu einige Informationen geben. Grundsätzlich wird ein Wärmezähler nach seinem Nenndurchfluss QN oder nach neuer europäischer Nomenklatur QP, Q-permanent ausgelegt. Der Nenndurchfluss bestimmt quasi auch die Messgüte des Messgerätes gemäß der Eichgültigkeitsfehlergrenzen. Generell sollten die Installateure auch eng mit den Planungsbüros bei der Dimensionierung von Zählern zusammenarbeiten. Almes bietet da auch sehr gute Hilfen, zum Beispiel Auslegungstabellen, die auch im Internet downgeloadet werden können. Des Weiteren ist die Auslegung der Wärmezähler auch immer ein Kompromiss zwischen der Messgenauigkeit und dem Druckverlust eines Wärmezählers. Dies ist auch noch zu beachten, wobei hauptsächlich das Hauptaugenmerk natürlich auf die Messgenauigkeit der Wärmezähler zu legen ist, die dann wirklich von der korrekten Nenndurchflussdimensionierung abhängt. Die Druckverlustkurven sind auch in den Datenblättern eines jeden Wärmezählers zu entnehmen. Ein weiterer Punkt bei der Auslegung von Wärmezählern ist die Frage des Einbauortes, der Einbausituation. Generell werden die Durchflusssensoren der Wärmezähler in den Heizungsrücklauf, also in der kälteren Leitung eingebaut. Diese Informationen sind auch auf dem Wärmezähler-Typenschild zu entnehmen. Hintergrund ist, dass in dem Rechenwerk sogenannte K-Faktoren zur Berechnung der Wärmeenergie hinterlegt sind, welche abhängig sind von der Einbausituation. Ein Wärmezähler, der zum Beispiel fälschlicherweise im Vorlauf montiert wäre, würde in der Tat falsche Rechenergebnisse liefern und wäre auch nominell gar nicht geeicht, weil er nicht bestimmungsgemäß gemäß seiner Betriebsparameter eingesetzt wird. Falls es allerdings wirklich notwendig ist, Wärmezähler in die Vorlaufinstallation zu montieren, so ist auch jeder Wärmezähler optional ab Werk mit einer sogenannten Vorlaufprogrammierung verfügbar. Es kann aber auch vorkommen, dass in der Anlage in der Tat auch ein Wärmezähler im Vorlauf installiert werden muss. Dann, für solche Fälle, steht natürlich jeder Wärmezählertyp von Almes auch in einer gesonderten Werksprogrammierung Vorlauf zur Verfügung. Noch ein Wort zu den Druckverlusten und der Messgenauigkeit. Generell ist es natürlich so, dass kleinere Nenngrößen bei höheren Durchflüssen, wenn sie mit höheren Durchflüssen beaufschlagt werden, natürlich höhere Druckverluste erzeugen. Es kann dann eben notwendig sein, anlagenbedingt aufgrund geringerer Druckverluste, um geringere Druckverluste zu erreichen, die nächst höhere Nenngröße eines Wärmezählers zu montieren, einzubauen. Da ein größerer Wärmezähler bei gleichem Druckverlust natürlich einen kleineren Druckverlust erzeugt in der Anlage. Dies ist dann allerdings messtechnisch nicht optimal, da die Messgenauigkeit wirklich von der Nenngröße, von der korrekten Dimensionierung gemäß des Nenndurchflusses QN und QP abhängig ist und nicht von der Dimensionierung nach Druckverlust. Ich hoffe, Ihnen damit einige Hinweise zur Dimensionierung von Wärmezählern gegeben zu haben. Auch für weitere Rückfragen stehen wir natürlich auch gerne mit unserer Kundenserviceabteilung zur Verfügung oder auch unsere Werksvertretungen, die ja in jedem Bundesland vertreten sind. Vielen Dank.